Gibt's Probleme? Nein, überhaupt nicht. Hallo, Barbara. Rita! Lange nicht gesehen. Schöne Grüße von den Eltern soll ich bestellen. Du siehst fantastisch aus. Danke. Darf ich vorstellen? Werner Saalfeld, Rita von Scharndorf, Tochter von Freunden. Sehr erfreut. Angenehm. Ich höre, die Galabova singt heute Abend. Nein, wir mussten leider kurzfristig umdisponieren, aber das wird ganz in deinem Sinne sein. Oder interessierst du dich nicht mehr für Nachwuchstalente? Doch, wieso fragst du? Oh, dann lass dich mal überraschen. Elena Galabova kann heute Abend aus Krankheitsgründen leider nicht bei uns auftreten. Aber, und das ist die gute Nachricht, gesungen wird trotzdem. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun und zum allerersten Mal eine junge und vor allem sehr talentierte Sängerin vorstellen. Tanja Lieberts. Und am Klavier wird sie begleitet von Felix Tarasch. Vielen Dank und viel Spaß. Also das Lied, was ich jetzt singe, das handelt von der Liebe und heute Abend von einer ganz besonderen. Sunshiny day. Vier Zugaben, das ist Wahnsinn. Wirklich gut, die Kleine. Ja, ich bin ja auch Ihr Manager. Ich darf mich kurz vorstellen. Xaver Steindl, mein Name. Rita von Scharndorf, Musikproduzentin. Was? Na, junger Mann, so allein? Wo haben Sie sich denn jetzt hergebeamt? Ich dachte, Sie sind schon längst weg. Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Dann darf man ja hoffen, dass es Ihnen hier gefällt, hm? Ich bin begeistert. Das Hotel, die ganze Anlage und erst die Küche. In New York kocht man nicht besser. Sie leben in New York? Ich lebe überall. New York, Paris, Tokio, Shanghai. Was wollen Sie hören? Wow. Im Musikgeschäft sind Sie ständig auf Achse. Auf der Suche nach neuen Talenten. Die Lieberts ist eins. Die Frau ist toll. Jetzt wirklich? Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen. Ja, dann sollten Sie mal unsere Aufnahmen hören. Kein Problem. Ich bleibe sowieso ein paar Tage hier. Kann natürlich sein, dass Ihnen da jemand zuvorkommt. Also, ich habe da ein paar Anfragen. Von anderen Musikproduzenten. Ich denke, das war Ihr erster öffentlicher Auftritt. Ich habe natürlich Demobänder verschickt. Verstehe. Zufälligerweise wohne ich keine 10 Minuten von Ihnen. Sie wollen mir das Band jetzt vorspielen. Also, wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich kann auch mit Champagner aufwarten. Da hüpft der Hase lang. Davor oder danach? Den Champagner meine ich. Davor und danach. Ich habe nämlich 2 Flaschen Champagner. Na gut. Die Nacht ist noch jung. Na dann. Ja, klar, aber das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen schlecht. Können wir morgen in Ruhe darüber sprechen? Was ist das denn? Für dich. Dankeschön. Xaver, du hast mal gesagt, du bist in mich verliebt. Ja, Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben. Ich habe mich auch in dich verliebt. Du freust dich ja gar nicht. doch, schon, aber Was hält denn mein großer Manager von einer zweiten Runde? Samir, das tut mir leid, wirklich. Ich
Ich gehe da mal besser. Nein, warte mal. Was ist denn jetzt passiert? Vor wem hast du Angst? Warum musst du dich verstecken? Egal. Dauert das länger bei euch? Es ist gut jetzt hier mal. Ist das auch eine deiner kleinen Sängerinnen, die du managst? Das ist Samia, eine Freundin von mir, das ist Rita. Hallo, Samia. Jetzt sag doch mal, was los ist. Ja, wär nett. Xaver und ich haben noch was vor. Samia, warte doch mal bitte. Sag mal, musste das sein? Das ist eine gute Freundin von mir. Eine gute Freundin mit einem schlechten Timing. Irgendwas ist da passiert, sonst wäre die um die Uhrzeit doch gar nicht aufgetaucht. Und du machst ja noch blöd an. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little... Oh, ich komme. Entschuldigung. Oh. Sie? Sie putzen hier? Haben Sie was dagegen? Das waren Sie doch, die gestern Abend gesungen hat. Ja. Darf ein Zimmermädchen nicht singen, oder? Ich würde eher sagen, wer so singen kann, braucht nicht zu putzen. Aber das ist ja noch besser, als ich dachte. Vom Zimmermädchen zur gefeierten Sängerin. Auf sowas fahren die Leute total ab. Kann ich irgendwas Gutes für Sie tun? Sie haben super gesungen gestern Abend. Das habe ich auch Ihrem Manager gesagt. Manager. Xaver Steindle. Wir haben heute Nacht ausgemacht, dass wir ein Demoband aufnehmen. Aha. Ich sehe schon die erste Home Story vor mir. Das Zimmermädchen und der Page. Von ganz unten nach ganz oben. Das wird der Hammer. Okay. Entschuldigung. Nochmal, bitte, von vorne für kleine Zimmermädchen wie mich. Sie haben recht. Rita von Schandorf. Musikproduzentin. Oh, Mit Ihrer Stimme. Da würde ich nicht putzen gehen. Sie haben doch ganz andere Möglichkeiten. habe ich das? Aber hallo. Und frischer Löwenzahn. Dazu ein paar zarte junge Brennnesseln direkt von der Wiese und daraus einen Salat. Das wäre super. Zarte junge Brennnesseln. Da lassen Sie sich was einfallen. Sie machen das schon. Ist doch schließlich ein 5-Sterne-Hotel, nicht wahr? Aber selbstverständlich, Frau von Schandorf. Also sagen wir in einer Stunde. Direkt nach dem Laufen in meine Suite. Sehr schön. Das könnte ich mir jeden Tag gefallen lassen, sowas. Ihr müsst mir nur vertrauen. Dann gibt es bald Champagner statt Sekt und Kaviar statt Schnittchen. Entschuldigung, Frau von Schandorf. Wir sollten uns endlich duzen. Rita. Hallo. Tanja. Also, Tanja. Erstmal brauchen wir professionelle Demoaufnahmen. Ich muss schließlich den verschiedenen Labels was anbieten können. Und Sie... Und du glaubst wirklich, dass wir eine Chance haben? Mit deiner Stimme? Da ist nicht die Frage, wer nimmt uns, sondern wen nehmen wir. Natürlich muss euer Produkt, abgesehen von der Qualität, auch zu dem Profil des Labels passen. Aber wenn die euch erstmal einkaufen, dann bringen sie euch auch groß raus. Also auch so richtig mit Werbung und so, ne? Ja, genau. Das läuft dann auf allen Radiosendern und Musikkanälen. Oh, Demo, Werbung, Radio. Ich glaube, ich werde nervös. Keine Sorge, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Ich habe hier eine Liste mit Titeln zusammengestellt, die du auf dem Demo singen sollst. Okay. Aber ich bin der Manager, ja? Hallo, und ich bin die Sängerin. Ihr könnt natürlich beide noch Vorschläge machen. Ich habe erstmal nur ein paar Titel ausgewählt, die die Bandbreite deiner Stimme zeigen sollen. Siehst du, es geht um meine Stimme.
Ja, deine Stimme, aber ohne Manager wärst du niemals... Kein Streit bitte, nicht bevor wir morgen früh das Demo aufgenommen haben. Wie morgen früh. Ihr hättet nicht gedacht, dass es so schnell geht, was? Aber wenn ich etwas will, dann mache ich Nägel mit Köpfen. Ja, aber die Sache ist die, wir müssen morgen arbeiten. Nehmt euch frei. Das Studio ist fest gebucht, das können wir jetzt nicht mehr absagen. Reinnehmen. Ja, das wär's. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Ja, es muss ja gehen, oder? Also ich meine, unsere Musikkarriere ist uns ja wohl wichtiger als so eine blöde Frühschicht. Das ist die richtige Einstellung. Damit kommt ihr ganz groß raus. Auf eure Karriere. Yes. Ja, also ich finde, das ist doch gut. Ja, genau. Das ist auch eins meiner Lieblingsklamotten, genau. Mit deinen Lieblingsklamotten kommst du nicht weit. Als aufkommender Star brauchst du Schick, Stil, Eleganz. Du brauchst ein Image. Und ich bin dein Imagemaker. Die Sache ist nur die, mein Image sollte eigentlich seit Stunden in der Arbeit sein. Wenn du hoch hinaus willst, musst du Prioritäten setzen. Na, endlich. Hallo, das für Sie. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Habe ich kurz einfliegen lassen. Oder musst du erst deinen Manager fragen? Nein, ich meine, für den Look bin ich ja selbst verantwortlich. Xaver ist ein netter Kerl, keine Frage. Aber unter uns, er ist doch nie im Leben Musikmanager. Na doch, nebenberuflich. Ich meine, er hat mich ja schließlich entdeckt. Also ist er ja auch mein Imagemaker, oder? Wie viele Titel hat er denn auf dem Markt? Mit welchen Labels arbeitet er und wen managt er außer dir noch? Er ist ein kleiner Page. Ja. Und ich bin nur ein kleines Zimmermädchen. Aber du hast großes Potenzial. Das ist also mein neuer Look, ja? Seine kleine Lüge gestern, von wegen du bist erkältet. Das habe ich ihm sowieso nicht geglaubt. Er ist kein Manager, er ist ein Dilettant. Nein, Xaver ist kein Dilettant. Er hat nämlich sehr viel Ahnung von Musik. Und er hat mich entdeckt. Xaver hat mir Mut gemacht. Also wenn ich jemals erfolgreich sein sollte, dann werde ich meinen Erfolg mit ihm teilen. Hallo Xaver. Sag mal, wo steckst du denn? Der Zombie-Killer springt schon im Dreieck. Ja, sag ihm einfach, ich bin wirklich erkältet oder so. Sag einfach, die Künstlerin arbeitet gerade mit ihrer Produzentin an ihrem neuen Look. Rita, bist du das? Wo seid ihr denn? Gib mir Tanja noch mal. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich anrufen, aber... Sag mal, wieso triffst du dich denn ohne mich mit Rita? Und was soll denn das heißen, neuer Look? Du, wir sind zu Hause. Wenn du möchtest, komm doch am besten einfach gleich vorbei, ja? Ja, und was sage ich dem Zombie-Killer bitte? Dass ich dich hier brauche. Jetzt, bitte. Fein. Mein Manager wäre dann auf dem Weg. Also wenn wir das Demo-Tape aufnehmen, dann erbringt ja Tanja quasi eine Leistung und ich als ihr Manager muss dann... Jetzt mal schön eins nach dem anderen. Wir müssen doch erst mal sehen, ob wir überhaupt miteinander arbeiten können. Ja, aber das können wir auch dann abchecken, nachdem wir einen Vertrag gemacht haben. Ich denke, du bist ein Profi. In der Branche unterschreibt niemand was, bevor die Arbeit begonnen hat. Ach, verstehe, du willst mich also über den Tisch ziehen, ja? Klar. Und nicht nur über den Tisch. Du weißt doch, wie das im Showbiz läuft. Ah, verstehe, du willst also die Zusammenarbeit erstmal vertiefen. Meinetwegen machen wir einen Vorvertrag. Jetzt plötzlich, ja, ich warne dich, ich bin ein knallharter Verhandlungspartner. Ta! Hier ist was zu essen, ihr habt bestimmt Hunger. Kannst du gleich mal Mineralwasser und Apfelsaft holen? Das ist also die versprochene kulinarische Überraschung. Ja, wir haben leider nicht mehr, weil Monsieur mal wieder meine Lieblingssalami frühstücken musste. Habt ihr eigentlich schon über den Vertrag gesprochen? Ja, ansatzweise. Es ist nichts zu trinken da.
Wir drei Hübschen gehen jetzt erstmal schön in den Fürstenhof zum Essen. Und dabei handeln wir den Vorvertrag aus. Tja, was? Die Fürstenhofküche toppt das hier allemal. Oder wisst ihr was Besseres in der Gegend? Das ist nicht das Problem, aber ich habe blau gemacht. Ja, Rita, der Sonnenbichler, also unser Chefportier, der ist Ja, da also jetzt der nicht... hört gar nicht gern von unseren Karriereplänen und so. Wir sind auf dem Weg nach ganz oben. Ihr macht Karriere und wahrscheinlich richtig viel Kohle. Was kümmert euch da ein popliger Chefportier? Lamm oder Fisch? Sekt oder Selters? Ihr Champagner? Habe ich bestellt, während ihr euch hintenrum reingeschlichen habt. Haben die Herrschaften schon die Welt? Ja, ich glaube, ich hätte gern den kleinen Vorspeisenteller. Und Xaver, du auch, oder? Ja, was nimmst du denn? Wir überspringen die Hors d'oeuvre und nehmen dreimal das Carré d'Agneau au Pistou und zum Dessert die Pomme à la Bourgeoise. Sehr gerne. Und den Medoc. Eine Flasche von dem 98er. Ja, also wir essen natürlich nicht so oft hier. Das ist ja eigentlich eher unser Alltag. Und wir sind da schon eher auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Wie zum Beispiel die Leberkassemmeln aus seiner Lieblingsmetzgerei. Von nun an werden wir öfter in den besten Restaurants essen. Was, wenn es mit mir doch ein Flop wird? Ich glaube an dich. Und ich habe mich noch nie getäuscht. Ich erkenne es sofort, wenn ein Talent vor mir steht. Und du hast das Zeug zum Star. Ehrlich gesagt habe ich ja immer heimlich davon geträumt. Vielleicht kann ich sogar international was machen. Wir müssen uns natürlich dann auch Gedanken machen über einen Künstlernamen hier. Ne? Ich denke, in einem halben Jahr werden wir in den Charts sein. Na dann auf unseren neuen Star am Musikhimmel. Auf unsere steile Karriere. Und natürlich auf dich. Also daran könnte ich mich wirklich gewöhnen. Bin schon richtig beschwipst. Komm, wir haben doch kaum was getrunken hier. Nein, doch nicht vom Alkohol. Ich meine, vom Lampenfieber. Ich meine, das Singen, das war immer ein Traum von mir und jetzt wird das wie ein Wunder erfüllt. Wir nehmen noch einen 98er mit Doc und schicken Sie mir bitte den Koch. Wie Sie wünschen. Was, Wieso das denn warum jetzt? denn? So ein Dessert, das kann ich einfach nicht durchgehen lassen. Ja, aber Rita, das ist doch jetzt auch nicht wirklich nötig. Wir müssen ihn aufhalten. Zu spät. Jetzt stellt euch doch nicht so an. Was wird das denn jetzt? Hey, ihr gehört jetzt nicht mehr zum Bodenpersonal, klar? Guten Abend. Was haben Sie für Beschwerden? War das mit dem Dessert vielleicht... Xaver? Und du? Was machst du denn hier? Wie siehst denn du überhaupt aus? Apropos Aussehen. Das hier ist kein Pomme à la Bourgeoise, sondern eine Zumutung. Schaffen Sie mir das aus den Augen? Oder sollen wir uns an die Geschäftsleitung wenden? Das Grüne da oben, sind das etwa Pistazien? Ja, Ich hasse Pistazien. pardon. So, zurück zu dem, worauf wir uns gestern Abend geeinigt hatten. Wir wollen ja langsam vorankommen mit Tanjas Karriere, nicht? Punkt 1. Das ist jetzt aber nur ein Entwurf, oder? Ich tippe das irgendwann noch mal ab. Punkt 1. Aufnahme eines Demobandes noch in dieser Woche. D'accord? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das hinbekommen. Wo ist das Problem? Ja, weil ich muss mir dann doch wieder extra Urlaub nehmen und schon mit das Sonnenbichler ist nicht gut darauf zu sprechen im Moment. Und eine Abmahnung möchte ich auch ungern bekommen. Tanja, wenn du erst mal berühmt bist als Sängerin, dann kann ich doch jeder Chefportier der Welt an den Socken riechen. Die Aktion im Tonstudio dauert nicht ewig. Außerdem ist es schon ärgerlich genug, dass der letzte Termin geplatzt ist. Ja, das tut mir schrecklich leid, aber ich habe noch nicht geübt. Ist ja auch nur ein Demo-Tape, Tanja. Ja, genau weil es ein Demo-Tape ist. Da muss man überzeugen. Verstehst du? Außerdem hat Herr Tarasch gesagt, dass ich noch einiges besser machen könnte. Dein Auftritt auf der Feier war perfekt. Ja, da hörst du es, Tarasch. Wenn Rita das sagt, dann...
Ja, ist doch schön, dass ihr einer Meinung seid. Ich fühle mich einfach noch nicht vorbereitet genug. Ich muss jetzt weiterarbeiten. So, einmal für die Dame. Entenbrust mit Balsamico-Soße und ohne Rucola. Hab keinen Hunger. Also, ich habe Tanja nicht eingeredet, dass sie noch üben muss für ihr Demo-Tape. Du hast es ihr aber auch nicht ausgeredet. Ich will sie im Studio haben, und zwar subito. Was soll ich machen? Soll ich sie dahin tragen oder was? Ich gebe der Frau eine Chance. Ich bin bereit, Zeit und Geld zu investieren. Bei mir stehen die Nachwuchstalente Schlange. Da muss ich mir nicht von einer dummen Göre sagen lassen, ich bin noch nicht so weit. Es ist wahrscheinlich nur eine Ausrede gewesen. Wofür? Für allgemeine Bocklosigkeit? Nein, Tanja will wirklich Sängerin werden, aber wahrscheinlich hat sie einfach Bammel, was weiß ich. Vor dem Mikro oder dem Mischpult. Toll. Da ist ja in dem Job genau richtig. Haben deine anderen jungen Künstler das denn nicht? Also ich meine, wenn sie das erst mal aufnehmen sollen? Nein. Das müssen ja ganz tolle Typen sein. Erzähl doch mal, wer ist denn das so? Nicht irgendwelche Namen, oder? Ich rede nicht gerne darüber, wen ich unter Vertrag habe. Na, dann will ich Madame natürlich auch nicht zum Plaudern verführen, sondern vielleicht eher... Finger weg. Bring Tanja auf Spur, dann reden wir weiter. Ach, guck mal einer an. Wer sitzt denn da? Unsere angebliche Musikproduzentin. Das ist die Chance, unseren Vorschuss zu holen. Quatsch, Tanja. Also, weißt du, wie die bei dir das Licht anknipst, kann sie dir auch erzählen, sie wäre die Königin von Saba, du. Rita ist keine Lügnerin, sie hat eine Musikproduktion. Gut, dann holen wir uns jetzt unseren Vorschuss ab. Hallo. Hast du bitte einen Moment? Was gibt's denn? Kann ich jetzt endlich einen Studiotermin vereinbaren? Ja, klar. Mach mal. Wieso hast du dem Tontechniker schon wieder Frischfleisch versprochen? Die Sache ist die, du machst in einer Tour Druck, ich bin kurz davor, meinen Job zu verlieren, also irgendwie... Hast du keine Lust mehr oder warum bist du so schräg drauf? Nein, ich möchte mich einfach nicht für dumm verkaufen lassen. Was wird das jetzt hier? Jetzt siehst du doch mal so, ich meine, seit Tagen bereite ich mich vor für dieses Demo-Band. Was Tanja eigentlich sagen will, ist, dass wir ziemlich in Vorleistung gehen zurzeit. Genau. Wir haben meinen Vertrag schon vergessen. Ja, das ist ja kein Vertrag, das ist ein Wisch. Wir wollen... Wir wollen einen Vorschuss, bitte, damit wir auch wissen, dass du es ernst mit uns meinst. Kein Problem. Ja, Tanjas Stimme ist sehr begehrt im Moment. Ich weiß. Der Tontechniker gehört übrigens mir. Ist doch schön. Dann gehen wir aber morgen ins Studio. Aber Okay. hallo. Ihr entschuldigt mich jetzt, ich habe noch zu tun. Rita hier, hallo Steffen. Du, kann ich morgen mein Demo-Tape vorbeibringen? Ja, ich weiß, es ist längst überfällig, aber ich hatte eine Stimmbandentzündung. Ja, wunderbar. Okay, dann bis morgen. Das ist eine richtige Pyjama-Party. Der Kollege da vorne mit dem karierten Pyjama, das ist übrigens ein Konsul. Den habe ich noch nie so lustig gesehen. Ja, Tanja kommt schon sehr, sehr gut an. Loved by you alone. Boop, boop, be do. Danke. Ihr sollt nicht so spät ins Bett. Wir wollen morgen ins Studio. Apropos Studio, hier mit dem Sounddesigner, läuft da eigentlich irgendwas, oder? So penetrant bin ich schon lange nicht mehr angegraben worden. Was? Der Herr Doktor da drüben steht, seit er gekommen ist, in der Ecke und beobachtet mich. Ach, Gregor, dann habe ich ja fast vergessen. Ich bin gleich wieder da, ja? Sekunde. Ach,
das macht Spaß mit Ihnen. Ich werde einfach noch einen Song singen, ja? Sieht gut aus, deine neue Pflaume. Ja, Rita ist cool. Anders als Amir. Kann man gar nicht vergleichen. Bisschen runtergegangen. Viel größere Sorgen mache ich mir um Felix. Hast du ihn gesehen? Nee, wieso, was ist mit ihm? Ach, nichts, keine Ahnung. Ich dachte nur, er ist auch hier. Ist noch irgendwo Champagner? Da drüben. Machen Sie eigentlich auch Schönheitsoperationen? Nein, ich bin Allgemeinmedizin. Ich wüsste allerdings auch nicht, was man an Ihnen noch verschönern könnte. Herr Zombika, gut, dass Sie da sind. Der Shampoo ist alle. Wir bräuchten einen neuen. Bitte, machen Sie den Lärm leiser. Das sieht aber gesund aus hier. In einer halben Stunde müssen wir los. Hast du ein Taxi bestellt? Nee, noch nicht. Du bist heute Morgen ja gleich zur Massage. Ich dachte, wir frühstücken zusammen. Ist Tanja schon wach? Ja, wach ist sie schon. Es gibt da nur ein kleines Problem. Sie ist ein bisschen heiser und ich dachte, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir den Studiotermin nochmal, also dass wir den verschieben. Kommt nicht in Frage. Das Studio ist gebucht. Morgen ist ihre Stimme bestimmt wieder voll da. Morgen. Jede Stunde kostet Geld. Ich muss das Studio und die Leute zahlen, ob wir kommen oder nicht. Sie soll Salbeitee trinken, das hilft. Ich bestelle jetzt ein Taxi. Tanja kriegt keinen Ton raus. Bitte? Gerade eben hast du gesagt, sie ist heiser. Ja, sie hat gestern alles gegeben. Ich auch. Nämlich einen dicken Vorschuss. Ja, ich weiß, aber es war so eine super Stimmung gestern und da hat sie einen Song nach dem anderen da gesungen. Du kennst sie ja. Das ist halt Eine Pyjama-Party für gelangweilte Hotelgäste. Kein Demo-Tape? Dann will ich mein Geld zurück. Aber du fandst die Party doch auch cool. Es tut mir wirklich leid, dass ich es nochmal verschieben muss, aber das ist, ja, das ist einfach höhere Gewalt. Richtest du Steffen bitte aus, dass er das Demo-Tape ganz sicher in den nächsten Tagen auf dem Tisch hat. Ich weiß, dass ich ihn schon öfter vertröstet habe, aber diesmal... Wie? Ihr wollt aussteigen. Ihr bekommt das Tape. Hallo? Hallo? Alles okay? Hier, ich wollte den Vorschusscheck zurückgeben. Ja, Tanja war auf jeden Fall jetzt vorhin beim Arzt und hat sich eine Infusion geben lassen mit so einem Zauberwässerchen. Also da sind die Stimmbänder ruckzuck wieder in Ordnung. Ruckzuck? Ja, so 1, 2 Tage, da ist Tanja wieder voll dabei, kein Problem. Wir müssten halt allerdings nur die Aufnahme nur minimal verschieben. Vergiss es. Ich kann es mir nicht leisten, mit unzuverlässigen Amateuren zu arbeiten. Ciao. Ciao. Jetzt hörst du wenigstens mal an. Was soll das? Erst platzt du unangemeldet hier herein. Nein, nein, nein. Zimmermädchen dürfen sowas. Und dann willst du mir im Ernst eine Amateuraufnahme unterjubeln. Ja, gut, wir waren jetzt nicht im Studio, aber die Aufnahme ist wirklich in Ordnung. Ich glaube kaum, dass du das beurteilen kannst. Dann beurteil doch du am besten und hör dir das einfach mal kurz an. Einverstanden? Die Qualität ist eine Frechheit. Aber die Stimme und der Ausdruck. Habt ihr schon ohne mich angefangen? Psst.
Du bist wirklich zu beneiden um dein Talent. Ja, habe ich ja gesagt die ganze Zeit. Wer die aufregendste neue Stimme produzieren will, der kommt an Tanja Lieberts nicht vorbei. Sauer. Dein hochverehrter Manager hat recht. Ich würde gerne weiter mit dir arbeiten. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Ob ich will? Ja. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes reden wir über den Vertrag, würde ich sagen, oder? Als nächstes reden wir über eine professionelle Demo-CD. Ja, genau. Gut. Schön, dass du auch einverstanden bist. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit. Welche denn? Wenn du Erfolg haben willst, musst du Volksmusik singen. Hast du damit ein Problem? Geht's dir gut? Solange du nicht fragst, wie war ich? Für was hältst du mich denn, ha? Für einen fantastischen Liebhaber. Ich weiß ja, man sollte Geschäft und Liebe nicht vermischen, aber... Wieso nicht? Macht doch gerade Spaß, oder etwa nicht? Ja, klar macht das Spaß, aber... Trotzdem... Tanja hat dich auf mich angesetzt, stimmt's? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich bin auch nur eine Frau. Und was für eine? Nee, aber Tanja ist wirklich sehr, sehr unglücklich mit dieser Volksmusikidee. Und ich meine, sie ist ja die Künstlerin, muss ja auch dazu stehen, was sie dann da singt. Du und ich. Wir sind ein großartiges Team, findest du nicht? Doch schon, trotzdem. Aber Tanja muss... Vertrau mir. Wir wollen beide den Erfolg, aber ich weiß, wie wir ihn kriegen können, okay? Okay. Kluges Kerlchen. Aber nur eine halbe Portion und nicht zu viel Balsamico, nur einen Hauch. Mhm. Ja. Ach, und noch 1 Liter stilles Wasser, bitte. Ja, das wär's. Danke. Also eins muss man dir lassen, du weißt, was du willst. Auch was meinen Job angeht. Ja, verstehe. Du bist die Produzentin und du hast das Sagen, aber trotzdem. Künstler sind sensibel. Ich meine, du kennst das doch, oder? Worauf willst du hinaus? Kannst du nicht verstehen, dass Tanja ein Problem mit Volksmusik hat? Fängst du schon wieder damit an? Tanja ist gut. Sehr gut sogar. Ja, aber besonders dann, wenn sie singen kann, was ihr liegt. Ich dachte, ich hätte dich vom Gegenteil überzeugt. Ja, überzeugt hat mich vor allem deine Überzeugungsarbeit. Du hättest mich in deinem Bett sogar dazu bringen können, den Sonnenbichler zu küssen. Wenn dies ein professionelles Gespräch werden soll, dann bleib bitte sachlich. Man muss aber tun, was einem Spaß macht. Nur dann wird's richtig gut. Ja, und wenn jetzt Tanja irgendwie Volkslieder singen soll, das wird nichts. Das wird nicht gut. Das erwarte ich aber von ihr. Wenn du sie singen lässt, was ihr gefällt, dann ist Tanja unschlagbar, wirklich. Du meinst also, ich sollte noch mal mit ihr sprechen? Ja. Das wäre lieb. Ja, Tanja, wir haben gerade von dir geredet. Xaver sagt, du denkst immer noch daran, die Titel zu singen, die du drauf hast. Ja, weil die kenne ich und die sind einfach gut und darum singe ich sie auch gut. Dann wirst du dich umstellen müssen. Wie jetzt? Entweder du trittst im Dirndl auf und singst Volksmusik, oder deine Karriere ist vorbei, bevor sie begonnen hat. Moment mal, du hast doch gerade gesagt, du willst mit Tanja noch mal reden. Hab ich doch. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song. Hi, Tanja. Ich singe keine Volksmusik und ich bleibe dabei. Du hast so viel Talent. Es wäre mehr als schade, wenn du jetzt aufgeben würdest. Ja, es liegt an dir. Ich meine, wenn du mir entgegenkommst, können wir gerne noch mal drüber reden. Ich kenne mich nun mal in der Musikbranche besser aus als du. Und ich weiß, was gefragt ist. Volksmusik ist der Renner. Ja, aber nicht für mich.
Oh, Tanja, es gibt so viele andere junge Leute, die damit Erfolg haben. Was meinst du, was die für eine Kohle haben? Sehe ich aus wie eine Jodelschnepfe? Nein. Ach, Mann. Daneben nicht? Sage ich den Auftritt wieder ab, den ich für dich organisiert habe. Wieso, was denn für ein Auftritt? Heute Abend vor ausgewähltem Publikum. Eine Gästefeier am Fürstenhof. Mann, ich singe ja wirklich gerne, aber ich will einfach keine Volksmusik machen. Ach, Tanja, du kannst dir die Chance doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Du musst doch mit irgendwas anfangen. Ja, und wenn du erstmal bekannt bist, dann kannst du auch singen, was du willst. Eben. Dann diktierst du die Bedingungen. Jetzt geht es erstmal nur darum, Fuß zu fassen. Aber die Sache ist ja auch die, schau, wenn ich heute Abend singen soll, dann brauche ich einen Pianisten und Felix ist bis heute nicht aufgetaucht. Was ist mit dem Gast, der dich neulich begleitet hat? Ja, der ist abgereist. Es ist offensichtlich, dass es nicht geht, schau. Ich kann dich zu deinem Glück nicht zwingen. Ich finde ein anderes Talent. Eins, das nicht so dumm ist, deine Karriere in den Wind zu schießen. Hey, sag mal, geht's noch? Du hast doch einmal die Chance und du greifst nicht zu. Oh, echt. Ja, Tanja, ich begreife dich nicht, wirklich nicht. Aber ich mach mich doch nicht zum Deppen. Ich will da jetzt auch nicht länger mit dir drüber reden. Es geht doch in erster Linie darum, dass du singst. Wie und was ist doch völlig egal. Ja, weißt du was? Ich will dich mal sehen in der Lederhosen, wie du über Sonnenschein und eine heile Welt singst, ja? Hm? Na, was willst denn du jetzt eigentlich noch von mir? Mein letztes Angebot. Wenn du heute Abend singst, was ich möchte und du deine Sache gut machst, steht deiner Karriere nichts mehr im Weg. Was ist denn das für eine CD? Das Playback für einen neuen Volksmusik-Hit. Du brauchst es nur einzustudieren. Somit wäre auch die Frage der Begleitung geklärt. Ja, tut mir schrecklich leid, aber mit Playbacks kenne ich mich nie aus. Das ist der Text. Komm, Tanja, denk an deine Chance, ja? Ja, jetzt mach hinne. Ja, was denn? Darf ich mir das erst mal durchlesen und anhören vielleicht? Ich kann das nicht. In der Karaoke-Bar hast du es doch auch hinbekommen. Du hast bis heute Abend Zeit zu üben. Eine echte Künstlerin schafft sowas. Das Publikum wird dich lieben, Tanja. Meinst du wirklich? Ja, klar, und so eine Chance kriegst du nicht jeden Tag. Jetzt sing. Ich will's jetzt erst mal hören. Dauert das noch lange? Das hier ist eine Küche und keine Künstlerkantine. Wir sind gleich soweit. Mein Gott, ich möchte am liebsten in einem Loch verkriechen. Ich schaff das nicht. Ah, Tanja, Lampenfieber ist völlig normal. Ich bin auch aufgeregt. Du hast das drauf. Du packst das. Du siehst echt ja, gut aus, Mann. Ja, danke. Du findest auch, dass ich lächerlich aussehe. Die Meinung eines einzelnen Kochs ist nicht wichtig. Was zählt, ist die breite Masse und die wird dir zu Füßen liegen. Das erinnert mich irgendwie an Fasching. Komm, du musst dich jetzt konzentrieren, okay? Tanja, es geht los. Ich sag dich jetzt an, ja? Was? Oh Gott, wieso habe ich das nicht schon hinter mir? Wie ist denn jetzt der Text? Moment. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun mit uns auf die neue heiße Stimme aus dem bayerischen Oberland. Tanja Lieberts. Und dann beim Alpengrün, da sink ich zu dir hin. Und mir wird kalt und warm in deinem Arm. Und dann beim Alpengrün, über den Bergeshöhen, kann einem das Herz aufgehen, du wirst schon sehen. Heute A, B, E, Abend. Fragezeichen? Keine Ahnung, schlag was vor. K, I, N, Kino. Keine Lust. Wieso gehen wir denn nicht einfach unten im Restaurant was essen?
Gute Idee, da können wir direkt mal auschecken, wer Tanjas neuer Verehrer ist. Ach nee, erzähl. Ja, so viel mehr weiß ich auch nicht, aber sie musste heute Morgen schon ein Autogramm geben. Und offensichtlich ist einer der Herren aus dem Publikum ziemlich auf sie abgefahren. Und wie äußert sich das? Sie hat einen großen Strauß Rosen bekommen mit einer Karte. Abendessen im Fürstenhof, heute 20 Uhr. Da hat sie sich doch bestimmt gefreut. Und du dich auch als ihr Manager. Ja klar, die war ziemlich aus dem Häuschen. Ich meine, sowas hat sie noch nicht erlebt. Es hat schon kleine Vorteile, wenn man berühmt ist. Ja. Berühmt mit Volksmusik, genau das, was Tanja nicht will. Die ändert ihre Meinung schon noch. Der Auftritt gestern Abend war super. Und heute bekommt sie sogar schon Rosen und eine Einladung. Besser kann's doch gar nicht laufen. Ja, das sind natürlich Argumente. Es gibt zwei Sorten von Musikern. Den einen geht es um die Kunst und den anderen um den Applaus. Und diese anderen machen 90% aus. Und Tanja gehört zu den 90%? 100%ig. Ja, es wäre schon cool, wenn sie damit Karriere machen könnte. Karriere und Kohle. Ja. Kohle natürlich auch. Das wäre nicht schlecht. Ach, guck mal, der Typ mit dem Autogramm. Noch kann Tanja sich ihren Fans persönlich widmen, aber nicht mehr lange. Der sieht gar nicht so aus, als wenn er auf Heimatschnulzen stehen würde. Du hast eine völlig falsche Vorstellung von dem Genre. Oh, ist gar nicht nötig, weil für mein nächstes Konzert werde ich Ihnen einfach VIP-Ausweise schicken. So Access All Area und so. Ich glaube, die beiden haben Spaß. Hoffentlich benimmt der Gute sich auch. Das ist nicht Rock oder Pop, das ist Volksmusik, da benehmen sich alle. Ja, hoffentlich. Doch, doch. Das wird Tanja auch zu schätzen wissen. Komm, noch eine halbe Stunde, ja? Ich mach doch gar nichts. Fein. Und dann sei lieb und schlaf. Was grinst du mich denn so an? Ach, nur so. Dein nur so, das kenne ich schon. Nachher bin ich wieder ganz derangiert. Derangiert gefällst du mir am allerbesten. Hallo? Guten Morgen, Frau von Scharndorf. Rezeption hier. Wir haben jetzt genau 8:30 Uhr. Mhm, danke. Wiederhören. Wer war das denn? Mein Weckruf ist schon 8:30 Uhr. Oh, in einer halben Stunde fängt mein Dienst an. Und ich habe einen Massagetermin und danach gehe ich zum Tai Chi. Ich mache auch sehr gern Sport. Am liebsten stemme ich Koffer. Das ist ja jetzt bald vorbei. Und sobald Tanja ganz oben ist in den Volksmusikcharts... Dann werde ich nie wieder einen Koffer anfassen. Und gar nicht meine eigenen. Gar nicht zuerst ins Badezimmer. Aber beeil dich. Ach, du bist... Passt es gerade? Ja, Moment. Gute Arbeit gestern Abend. War mir ein Vergnügen. Und viel Glück mit Ihrer Sängerin. Das wird schon. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, sonst kriege ich noch Ärger mit dem Alten. Herein. Morgen. Es war klar, dass du hier steckst. Oder kannst du dich mal beeilen? Du wirst gesucht. Ja, ich bin ja gleich fertig. Kann ich was für dich tun? Ja, ich glaube schon. Der Auftritt im Restaurant von mir, das war doch ein schöner Erfolg, oder? Ja, das war er. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass noch weitere Aufträge kommen und Auftritte. Das wäre schön. Gut, ich brauche nämlich unbedingt neue Bühnenoutfits, also was Glamouröseres, bitte. Glamourös. Mhm. Eng, schwarz, sexy und es wäre toll, wenn der Pianist Smoking tragen könnte. Aha. Und wieso kommst du damit zu mir?
Es liegt doch auf der Hand, ich brauche einen Vorschuss. Daher weht der Wind. Meine liebe Tanja, ich kann mir nur schwer vorstellen, wie du im kleinen Schwarzen neben einem Zitherspieler oder Alphornbläser aussiehst. Naja, gut, ich mache jetzt nicht nur Volksmusik. Ganz egal, ob Dirndl oder Abendkleid. Geld gibt's erst dann, wenn du den Vertrag unterzeichnet hast. Und die Demoaufnahmen will ich auch vorher haben. Also das ist jetzt schon fast Erpressung. Nein, Schätzchen. Das nennt man professionell. Ja, bitte sag mal was dazu, Herr Manager, wenn du schon nicht arbeiten gehst. Ja, also ich sehe das so. Ich meine, Musik ist ja nun mal das Wichtigste hier. Und ich denke, wenn die Kasse klingelt, dann können wir uns auch Gedanken um deine Klamotten machen. Kaffeepause. Keine Zeit. Die edelsten Pralinen aus Brüssel für die edelste aller Frauen. Bist du einer von den 3 Musketieren, oder was? Statt hier deine Pause zu verplempern, solltest du lieber noch mal mit Tanja reden. Alles, was du willst, meine Schöne. Sie muss endlich auf Kurs gebracht werden, was die Volksmusik angeht. Du bist doch ihr Manager, also kümmere dich drum. Ja, gleich. Störe ich? Ja. Nein. Ha, das ist gut. Ich glaube, ich war gestern ein bisschen zu voreilig. Ja? Ja, wegen der Volksmusik, meine ich. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht und ich würde die Tonaufnahmen doch gerne im Studio machen. Wieso der plötzliche Sinneswandel? Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert mit meiner Kohle. Pleite, hm? Na gut, dann mache ich den Vertrag jetzt gleich fertig. Ja, tschüss, Fürstenhofer. Und diesmal wird gemacht, was ich will, verstanden? Wieso unterschreibst du nicht? Wo liegt das Problem? Weil... Okay. Ich würde zum Beispiel gerne verstehen, warum dieser Passus hier geändert worden ist, weil im Vorvertrag stand überhaupt nicht so drin. Ich verstehe nicht, was du meinst. Das ist ein ganz normaler Standardvertrag, den benutze ich für alle meine Künstler. Wo war das denn hier mit Gala, Dirndl und Mikrofon? Lass die Finger von meinen Sachen. Entschuldigung. Mit meinen Fotos bin ich eigen. Das ist ein kleiner Tick von mir. Kein Problem. Also, wie sieht's jetzt aus mit dem Vertrag? Ich weiß nicht. Schade. Ich hatte nämlich schon mal beim Radio vorgefühlt. Und mit ein paar Fernsehmoderatoren habe ich auch schon gesprochen. Fernsehen? Ja, Auftritte in Talkshows sind Pflicht. Danach kommen Presseinterviews, Musikpreisverleihung, das Ganze drum und dran. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn dir das alles zu viel ist. Starrummel ist ja nicht jedermanns Sache. Okay, warte. Ja, ich weiß, dass ich deine Geduld überstrapaziert habe. Und das tut mir auch leid. Nein, ganz bestimmt. Nein, diesmal kommt nichts mehr dazwischen. Heute Abend hast du das Band. Ja. Und dann läuft alles wie besprochen, okay? Gut. Ciao. Ich musste keinen Song zweimal singen. Ist euch das eigentlich klar? Das ist super, mein Schatz. Wollen wir uns hinsetzen? Ja, das war Volksmusik mal ganz anders. Die Jungs im Studio waren völlig aus dem Häuschen. Weil du eben Soul in diese alten Lieder bringst. Soll einer sagen, ich hätte kein Näschen. Das hast du und das muss man dir auch lassen. Stimmt's, Tanja? Hätte ich sonst den Vertrag unterschrieben. Ich würde sagen, wir lassen es krachen, oder? Champagner, bitte! Jetzt hier, oder was? Haben wir doch gesagt. Nee, du hast das gesagt, nicht ich. Ich muss leider passen. Wieso? Das Masterband muss noch zum Kopieren. Hat jetzt nicht bis morgen Zeit. Im Prinzip schon, aber ich habe noch ein paar Treffen angeleiert. Promotion, versteht ihr? Ja,
Aber ohne Rita habe ich jetzt auch keine Lust. Was bist du denn jetzt für ein Lahmei? Ach. Max, Entschuldigung, aber den Champagner, gell, lasse ich dann doch bleiben. Dann leiste ich eben der Flasche Sektgesellschaft, die noch im Kühlschrank steht. Aber obwohl, das ist ganz gut, weil ich muss eh den Spind noch ausräumen. Und dann habe ich das auch erledigt. Okay. Apropos. Soll ich jetzt deinen auch noch rausräumen, oder was? Ihr meint das wirklich ernst mit der Kündigung, hm? Ja, klar. Hier rollt bald der Rubel, da werde ich bestimmt keinen Koffer mehr schleppen. Einfach alles in eine Tüte packen, bitte, die Dame. Naja, und dann noch zu Nora und deine Papiere am besten noch holen, oder was? Kannst du Gedanken lesen. Wahnsinn, du bist doch mein Manager, nicht ich. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, den Kühlschrank voll machen und wenn du ganz lieb bist, dann werde ich uns auch was Leckeres kochen. Davon gehe ich aus, wenn ich deinen Krempel hinterher trage. Eventuell könnte ich später noch vorbeikommen. Was heißt denn hier eventuell? Natürlich nur, wenn du willst. Wehe, du kommst nicht. Heiß und fettig. Jetzt erzähl aber mal, wie war's denn? Wie das duftet. Wen hast du eigentlich alles getroffen? Die übliche Meute. Zum Beispiel, jetzt lass du nicht alles aus der Nase ziehen. Einen Redakteur von einem Musikmagazin, 2 Fernsehfritzen. Oh, das Fernsehen war auch da, ist ja cool. Eigentlich hätte ich mit denen auch noch was essen gehen sollen, aber ich hatte Sehnsucht nach dir. Was haben die so zu Tanja gesagt? Wir sollten dein tolles Essen nicht kalt werden lassen. Du weißt nicht, was passiert ist. Ja, du bist ja schon da. Rita, du bist genial. Also du bist die weltbeste Musikproduzentin aller Zeiten. Wirklich. Hier, guck mal. Die spielen den Song morgen im Radio. Wie hast du das so schnell hingekriegt? Und den besten Nudelauflauf krieg ich auch noch. Aber du hast ja gar nichts davon gesagt. Sollte auch eigentlich eine Überraschung werden. Ja, hab ich dir jetzt vermasselt, aber die Überraschung ist toll. Hast du morgen schon irgendwas angeleiert, zufällig? Ein paar Pressetermine, ja. Wieso? Kannst du die bitte absagen, weil ich habe einen Brunch veranlasst. Ja? Also ich meine zur Feier des Tages. Und Nora habe ich auch eingeladen. Ich hoffe, die beißt sich sowas von in den Hintern, wenn die den Song hört. Traumhaft. Danke. Marita, du bist ja ein kleines Teufelsweibchen, ne? Was du ja alles auf die Beine gestellt hast für mich und Tanja. Das kannst du laut sagen, halt sie dir warm. Ist das Leben schön? Guten Morgen. Tanja, ist was passiert oder was? Ja, na gleich, wenn er nicht aus den Federn kommt. Heute ist mein großer Tag. Jetzt mach keine Hektik. Wir haben noch massenhaft Zeit. Schön, dann organisiere ich meine Party eben alleine. Aber wehe, ihr kommt zu spät, ja? Xaver. Ja, so ist Paletti. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Wir müssen los, die Sendung fängt gleich an. Ich muss noch ein paar Telefonate führen. Geh schon mal vor. Nee, komm, jetzt dann warte ich eben. Ja, jetzt mach auch. Das könnte dir so passen. Das
dass du daneben stehst und zuhörst, wie ich meiner Freundin von dem kleinen Pagen vorschwärme, den ich aufgetan habe. Wir haben aber keine Zeit, Rita. Dafür ist immer Zeit. Jetzt haben wir die Sendung verpasst. Ich finde nicht, dass wir was verpasst haben. Du? Ich hätte schon gern gehört. Außerdem muss ich jetzt noch mal duschen. Mhm. Und ich brauche was zu trinken. Auch eine Erfrischung gefällig? Was ist das denn hier? Das ist doch Tanjas Song. Ja. Und warum stehst du dann als Interpretin da drauf? Ich dachte, Tanja kennt doch niemand und wir wollen doch alle, dass es ein Erfolg wird. Weil dich jeder kennt, oder was? War das jetzt alles gelogen? Oh, du gehst mit Tanja ins Studio. Aber ihr seid doch beide am Gewinn beteiligt. Das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß, ich hätte es dir vorher sagen sollen, aber ich hatte Angst, dich zu verlieren. Ich komm jetzt hör mal auf, was soll das denn? Tanja hätte diesem ganzen Druck doch niemals standgehalten. Aber wir zwei. Du bist doch ein super Manager, das hast du doch bewiesen. Wir beide, wir gehen auf Tournee und... Du spinnst doch! Hast du im Ernst geglaubt, ich mach dabei mit? Tanja ist meine Freundin. Damit kommst du nicht durch.